So, ihr Lieben, ihr seht auch schon im Hintergrund gerade eben die 29. Wir sind aufgestiegen. Und ja, die Kombination hier mit der guten Rose ist schon eine ganz coole Sache. Gefällt mir eigentlich echt gut. Und ja, ich habe mich entschieden, wir machen erstmal hier die Höhlenruine im Tal. Und das ist die Kombination, die ich echt mag mittlerweile. Mit dem Bärchen und mit ihrer normalen Fähigkeit. Sehr stark. Sehr einfach zu machen. Gefällt mir richtig gut. So, ich nehme jetzt mal alles mit, was hier irgendwie auf dem Weg nach unten liegt. Wir müssen ja eh runter, ne? Habt ihr eine Truhe, dann seid ihr tot. Ne, leider nicht. Da hinten. Oh, aber dich müssen wir leider klatschen, großer. Da geht nichts drum rum. Von dir brauchen wir noch ein paar Dinge. Und... Okay, der Typ, der ist leider nicht anfällig auf ihre Ulti von Rose, weil die zieht alle in der Umgebung zu sich. Was schon cool ist eigentlich. Und wir schlagen den so hier einfach weg. Und der letzte Hieb. Ernsthaft? Der hat nichts fallen lassen. Was ist denn das für ein nutzloser Gegner, ey? Geht's da unten rein? Ich glaube nicht. Gut. Also wir müssen das gerade machen. Da sind wir rein. Hier, bitte meine Leute. Passt mal auf. Passt mit rein. So. Setze ich mir mal eine Markierung drüber, damit Trupi wieder weiß, wo es lang geht. So, Noel. Wir müssen mal da oben gerade was kaputt machen. Ich glaube, das ist normales Erz, oder? Normales Eisen, ja. Ja, was bist du für ein Frapsi? Hm? Wir gucken einfach mal. Oh, was ist das? Sei vorsichtig, das darf uns nicht bemerken. Okay. Während den Felsen schweier Geodrachen mit einem Schild ab. Alter Schwede, ey, der haut ganz schön Damage raus hier, der Große, ne? Ja, es soll mir recht sein. Schmelzen. Nein, 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 mein Großer. Müssen wir ein bisschen wieder heilen.
Oh yeah, das hat mir wehgetan. Ist schon cool, wenn man den abwehrt. Ja, drehst du dich noch? Ja, macht da ein paar Mal ausweichen, weil ich nicht genau weiß, wann da der Damage kommt. Nix da. Können hier ein bisschen hoch rein. Ich glaube, das merkt ihr gerade nicht so, ne? Ja, großer. Geh mal hier ein bisschen rein. Eieieiei. Na gleich haben wir ihn aber. Oh yeah. Die Situation. Gut, den kleinen sollten wir eh machen. Das war sogar ein Bossgegner. Yeah. Auch noch ein Anführer gleich mitgemacht. Ja, wir füllen noch mal ein bisschen auf. Das habe ich nämlich eben gerade im Hintergrund noch gemacht. Zwischen den Folgen. Das aktivieren wir. Wir erhalten dafür richtig gutes Zeug. 200 Abenteurer-EP. Hier so ein Teil. Sogar so ein Ding. Oh. Apropos so ein Ding. Ihr sagt es. Bei ihr fehlt es immer noch. Wer hätte es erwartet? Ihr habt Stufe 30. Da geht überhaupt nichts. Hier, ja, das wird jetzt schon besser, ne? Nicht, hä? Ich habe da irgendwelche Dinger gekriegt. Bin ich jetzt doof oder was? Okay, ich glaube, ich bin blöd. Ich weiß es nicht. Ich meinte eigentlich, ich habe Aufwertungszeug gekriegt. Ach, für Wasser und für Elektro. Ja gut, da kann ich ja lange suchen. Das sind genau die beiden Elemente, die ich ja nicht wirklich habe. Dafür haben wir hier ganz viel Zeug gefarmt. Oh yeah, hier hier richtig viel davon. Von denen richtig viel. Hier haben wir auch schon etliches. Also ihr seht, ich bin auf jeden Fall gut dabei, ne? Gut. Gut. Egal. Ein bisschen rausgezoomt. Hier hinten können wir jetzt Bescheid geben. Stimmt, das war der Typ oben am Stadtrand. Ja, da haben wir aber die Quest doch gerade gemacht. Ist doch auch schön. So kriegt man natürlich dann auch ein bisschen Abenteurer EP. Ne, 30 ist nicht mehr weit weg. Dann können wir auch endlich irgendwelche Kannengeister beschwören und Kanne sammeln oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht. Kann auch sein, dass das ein Imazuma kommt. Wir werden es sehen. Wie ist denn die Lage, Ark? Also, was die alten Geo-Drachenechse im Tinquai-Kuingang-Tal angeht, wir haben folgende Lage. Eine gigantische Höhlenruine mit einer alten Geo-Drachenechse darin. Eine Monsteraktivität in ungewöhnlich hohem Maße. Ich habe alles wesentlich verstanden. Danke, dass du mit dieser Neuigkeit zu mir gekommen bist. Ich werde mich um den ganzen Papierkram und die Dokumente kümmern, bevor ich der Gilde einen offiziellen Bericht erstatte. Was genau geht in diesem Gebiet eigentlich vor sich? Laut einigen Aufzeichnungen war das Taniquio-Tal in der fernen Vergangenheit wohl einmal eine wirklich wohlhabende Siedlung. Der Amoklauf eines alten Drachenkönigs scheint etwas damit zu tun zu haben, dass dieses Tal zu dem geworden ist, was es, naja, heute ist. Es gibt nicht viele Details zu dem Vorfall, aber die Legenden nach haben ihn Rex Lapis und seine Adepten wohl letzten Endes mit einer Art Adeptenbehausung eingekerkert. Seine Diener sind dann in die Tiefen der Erde entflohen, wo sie in einen tiefen Schlummer verfielen. Seither auf den Tag warten, an dem der Drachenkönig wieder aufersteht. Also war dieses Monster wohl
Es sind doch nur alte Volksmärchen, weißt du? Niemand kann sagen, wie viel davon wahr ist oder erfunden ist. Egal, die regelmäßigen Erdbeben und das plötzliche Erscheinen dieser Monster sind Dinge, die so bald wie möglich gewisse Gegenmaßnahmen von unserer Seite erfordern. Richtig, bitte nimm auch dies als Dank für deine Hilfe an, die du uns durch das Überbringen dieser Nachricht geleistet hast. Okay, na dann. So, hat sich doch doppelt gelohnt hier. Wunderbärchen. Guck mal hier, so schön aufgeräumt. Oh, herrlich, oder? Jetzt fehlt nur hier der Stern Silbererz. Da muss ich mal gucken, wo ich die genau herkriege. Ich meine, oben auf dem Drachengrat waren ein paar Spots. Ja, ja, muss ich mal schauen. Everything is negotiable, except over. Genau, wir babbeln jetzt erstmal hier mit dem komischen Bankangestellte, der irgendwo da hinten ist. So. Also, einmal hier hinten die Treppe hoch, ne? Leiter wollte ich schon sagen. Warum? Nix, hey, hey dich selber an, ja? So. Bin ja mal sehr gespannt, ob zu Weihnachten irgendeine Aktion kommt, ne? Könnte ich mir vorstellen bei so einem Game. Nadja. Oh, guten Abend. Das ist die Bank des Nordens. Ja, schön. Ciao. Wir sind nutzlose Person, mit der man eigentlich nicht reden will. Und Zacharias, du musst nicht unbedingt hier die Tür hochklettern, ne? Du kannst auch durchgehen. Hallo, du da. Ekaterina. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Denke ja nicht. Ich habe nicht vor, den Fatui beizutreten. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. Nee. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. Okay. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Mhm. Ach, der ist auch einer von den Where is Fatui, that von den guy Elf? anyway? Interessant. Child is currently at Lioli Pavilion. Liluli Pavillon, warum? Oh, Paimon knows this one. Echt? There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. Aha, okay, das ist klar, dass du das wieder restaurant kennst. of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Alter, die hört gar nicht mehr auf, ey. Also wirklich, sobald es zum Essen geht, Paimon, da legst du los, ja? Talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. Ja dann. Der Abschiedsbesuch. Dann machen wir mal den Abschiedsbesuch in dem Restaurant, ne, damit Paimon sich schön fett und rund fressen kann. So, da ist er ja auch schon. Wupp. Hallo, Graf. Aha, you made Here it. I am. Ja, klar. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. Okay. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Alles klar. Hier, ich folge dir, oder wir folgen dir. Okay. Ja. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked.
Hi. Ist das? Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known as Wangsheng, and a trusted associate of the Fatui. Mit den Fatui, ein Bestattungsunternehmen, Wangsheng, hä? Indeed, Wangsheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. Okay. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. Okay, ist schon cool. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Did you think he was some sort of hired killer? Oh Mann, Paimon, bist du durch. The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Naja, nicht in dieser Hinsicht, genau. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Ah, hier? Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Ja, bitteschön. Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Karst. Die Adepten halten tatsächlich von Lingua fern. Der Geo-Archon, einer der 7, ist auch ein Adept. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. Aber die Adepten sind ja trotzdem noch da und die halten sich auch an ihre Verträge, ne? Ich denke mal, auch wenn die weg wären, dann wäre hier ein bisschen mehr Chaos. Gerade von den Fatui. In years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Schließlich ist dies der Fall des Gottesmörders, Yeah, ne? the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo-Archon's last rites? Einladung zu akzeptieren, da ist noch nichts dabei. Der Graf redet zu viel. Denke nochmal drüber nach. Well, if you really think about it, we don't have any other choice. Ja, da hast du wohl recht, Paimon. Indeed, no amount of consideration can change this outcome. Also letzten Endes ist es eh klar, wir helfen ihm natürlich, aber die Auswahl hatte ich halt eben The nicht, ne? Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. Na gut, es scheint wohl keinen anderen Weg zu geben, hm? If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. Dann machen wir das. Also ihn, muss ich ja sagen, hätte ich glaube ich auch ganz Alright, gerne. Der my ist bridge echt building cool. work here is done. Turned out well, didn't it? Ja, ist erstmal You bestimmt can gut, go if ne? you want to.
don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Mach das, mach das. Lass es dir schmecken. Ja, ja, hier waren wir ja schon mal drin, ne? Ah ja, gut. Es hilft ja nichts. Dann hier. Zhongli. Da sind wir. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Das ist jetzt schwierig, ne? Mir liegt die Atmosphäre von Mondstadt oder natürlich ist Liyue besser. Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, jetzt hier wohnen könnte ich persönlich nicht. Als Urlaubsort, ja, finde ich das hübsch. Mir gefällt halt eben der, sag ich mal hier, der europäische Baustil dann doch schon eher mehr als der deutsche, ja, so gesehen. Ne? Also hier mit den Windmühlen und sowas, das hat auch irgendwie was. Das, auch die feste Bauweise und sowas, das trifft mich persönlich besser oder eher näher. Auf der anderen Seite, man kennt es natürlich auch nur so, ne? Man kriegt es hier vorgelebt. Wer hätte es gedacht, ne? Aber an sich hat beides was Schönes. Ich liebe ja auch hier so. Das ist japanisch, aber so chinesisch-japanische. Ich dachte, das ist schon chinesisch. Ich habe da irgendwie recht. So Richtung Chinatown, ne? Nee, es hat schon was. Also hübsch ist es auf jeden Fall. Bei mir persönlich, ich glaube, mir liegt die Atmosphäre mehr. I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. Ne? Fühle ich mich auch. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Nee, das noch nicht. Was? 3700-jährige Geschichte. Also ist er hier Gott seit 3700 Jahren. Das würde ja... Ja doch, das würde ja eigentlich passen, ne? Der Geoar schon, der ist ja so alt. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Das ist doch gut. Ne, die Fatui sind so ein komischer Haufen. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Irgendeinen Hintergrund wird er schon haben. Get out of us doing the rite of parting anyway. I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. Da kann man wirklich nicht drauf hoffen. Ansonsten sind die nämlich ziemlich schnell da. Ne? Und das meine ich ja auch, wenn die ganzen Adepten weg sind, dann haben die Fatui schon definitiv ein leichteres Spiel. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Gut, dann holen wir mal Nachtjagd. Ich wollte gerade sagen, da hinten gab es nämlich einen Händler. Die hätten zwar auch genug selber da, aber wenn der uns schon hier Gelde gibt, ne? Dann kann man da ja auch gerade hinlaufen. Und das noch holen, dann müssen wir unser eigenes nicht auf den Kopf schlagen. Ey, du. Welcome to the Jade Umgebaut. Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... What was it again? Noctilucus jade, of radiant grade at the very least.
Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. Mach das mal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Absolut. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Einem Glücksspiel anbietenden Inhaber kann man nicht trauen. Ich möchte erstmal Zhonglis Meinung hören. Nee, ich mach das. Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. Ja, ich hab's mir nicht fast gedacht. Daher. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucous Jade? Deswegen, weil ich treffe lieber meine eigene Entscheidung, als alles immer nachfragen zu müssen. Das ist auch so ein gewisses Maß an Stärke beweist, ne? Willst du mal so sagen? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Nee, das ist der definitiv nicht. Wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Warum? Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Es ist eine Verschwendung. Da hat Paimon ganz recht. Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? Ich auch nicht drüber nachdenken, Paimon, wir haben auch fast 2 Millionen. If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. Richtig. What? Redet über Wirtschaft. Er scheint mehr als nur Kleingeld zu haben. Is this how the rich live? Ja, leider. Es kommt mir leider auch so vor. Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. Ja. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous Jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Okay. Only after the item made using Noctilucous Jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. Aha, deswegen holt er gleich 3 Stück, damit er halt eben dann das beste Instrument davon halt eben auch hat. Those crafty merchants to quibble. They will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! Er hat schon Erfahrung. Not easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you Paimon. point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. Das ist echt so. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous Jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It, Noctilucous Jade of excellent quality, would have superior pyro-affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. Der Herr Zhongli hat auf jeden Fall Ahnung. Das I müssen wir have schon sagen. imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Paimon's just sad that we might never be able to use it again.
So ist es, Paimon. Tja. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Ich will gerne alle Steine verfeuern. Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... Well, fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Eventuell, je nachdem, ob wir uns verarschen oder I know nicht. the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. So ist es halt. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Diese Proben. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Zu knausrig hier war handwerkliches Können am Werk. Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. Willst du doch eh alle kaufen. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Okay, also ja, er weiß es halt Strictly eben, ne? speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Die Küche von Zhongli. Ja. You mean at Wanmin restaurant? As long as we do it when she's not in. Warum? That Doch eh in dem would Team. not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Können wir machen, aber mein Gott, ey, Zhongli, das ist doch schon lustiger gewesen. Deswegen habe ich das Let's genommen. pack those samples up and make a move. Ja, machen wir halt eben so. Nachtjadeprobe. Nachtjadeprobe und, lass mich raten, Nachtjadeprobe. Sehr schön. Ja, dann, ne, ihr Lieben, ich würde sagen, damit ist auch hier die Folge erstmal beendet. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir die Proben von der Nachtjade erhitzen unter Wasser. Also kochen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.